So, ich habe mir den Nano VNA gekauft, um ein paar Antennen durchzumessen. Bevor man den verwendet, sollte man das Ganze kalibrieren. Das machen wir jetzt mal zusammen. Also für das Kalibrieren werden die drei Stecker benötigt. Das ist einmal der für die Open-Kalibrierung, das sieht man auch, da ist kein Pin drin. Dann haben wir hier den Kurzschluss, da haben wir hier einen Pin. Das Ganze sieht so aus. Ja. Und dann haben wir hier einen Dummy mit 50 Ohm. Der hat einen Pin drin. Und wir benötigen auch ein Kabel. Das wird alles mitgeliefert. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. So, ich gehe hier als erstes auf Reset. Man beachte, das ist der Kalibrierungsstatus für Channel 0. Ich mache ein Reset. Dann gehe ich auf Calibrate. Als erstes nehme ich den offenen. Den stecke ich bei mir auf Port 1. Port 1 ist bei mir irgendwie Channel 0. Dann klicke ich auf Open. Hier oben, ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist. Ich mache das Ganze nochmal. Da ist so ein blauer Balken. Wenn der durch ist, dann können wir das nächste machen. Man sieht auch schon, er ist automatisch zu Short gewandert. Jetzt nehmen wir den Short. Dann mit dem Pin drinne. Einmal raufschrauben. Dann drücken wir Short. Wieder blauer Balken. Er ist durch. Jetzt sehen wir da auch ein S für Short. Also hier im Status. Das nervt mit dem Geplimper. Dann nehmen wir den Dummy. Da ist ja Load drauf. Einmal Load. Hervorragend. Hier kommt das D für Dummy. Dann kommt jetzt die Isolierung. Da muss man den Dummy hier unten drauf packen. Und den Open da oben. Dann drücken wir auf Isolieren. Dann kommt Through. Und dafür nehmen wir einmal das Kabel auf Port 2. Und auf Port 1. Bei anderen ist es eben Channel 0 und Channel 1. So, und dann einmal Through. Und er ist durch. Dann können wir auf Done klicken. Ich speichere das Ganze gleich. Save. Und zwar speichere ich das da ganz oben. So, dann mache ich das ab. Dann gucke ich, ob das auch alles wirklich korrekt gelaufen ist. Und dafür nehme ich den mit Kurzschluss. Nein, ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass der Achso,
Ja, der mit Dummy, dann geht er nach unten und mit offen oder Kurzschluss muss er ganz oben sein. Da. Und auch bei Kurzschluss ist er ganz oben. Ganz oben, also dieser gelbe hier. So. Dann möchte ich ganz gerne auf dem Display beim Port 1 S11, das steht hier ja auch, den SWR angezeigt bekommen. Da, unendlich. Dann stecken wir eine Antenne ran. Das ist eine Schrauberei hier. So. So, dann kann man schon sehen, wo ein SWR von um die 1 hier hat. Ich habe hier jetzt Start 50 Kilohertz, Entschuldigung, 50 Megahertz bis 900 Megahertz. Und das ist natürlich ein bisschen breit. Ich muss hier mal kurz auf Pause drücken. Hier in dem Kreis sehen wir den Status, das hatte ich schon erklärt. Channel 0 haben wir ein großes C und darauf möchte ich aufmerksam machen, denn wenn ich jetzt die Messfrequenz ändere, dann wird dieser C0 grün und das C wird klein geschrieben. Das ist ein Hinweis darauf, dass die Kalibrierung mit einer anderen Frequenzrange durchgeführt wurde, als wir jetzt messen. Denn rein theoretisch müssten wir nach jedem Ändern der Frequenz neu kalibrieren, aber man muss ehrlich sein, so genau ist das Gerät eh nicht, also sei es drum. Gut, dann weiter im Video. Ich weiß, das ist eine 70 Zentimeter Antenne. Dann geht man auf Stimulate. Ich trage in dem Fall mal 730 ein, Mega. Und dann Stopp. 440 Mega. Okay. Wir sind hier bei dem ersten Marker bei einem SWR von 2. Okay. Machen wir das Ganze mal ein bisschen breiter. Start 400 bis 440. Und dann sieht man hier unten, da können wir jetzt mal hinwandern zu den Marker. Das wackelt hier so ein bisschen. Marker, Left. Also Minimum. Ja, das ist nicht besonders dolle hier. Aber da sieht man, hier oben ist er bei 1,4. Keine Ahnung, wieso ich ihm nicht sagen kann, geh einfach dahin. Aber man sieht, bei 400 Megahertz ist er beim SWR von 1,3. Jetzt möchte ich aber eigentlich wissen, wo er bei 430 wäre. Dafür gehe ich nochmal auf Stimulus Center 433. Das wäre eigentlich, hier müsste Center sein, ja. Und dann wäre er gar nicht so dolle. Wenn hier 1 wäre, dann wäre wahrscheinlich die Stehwelle bei 2. Aber der Marker ist hier bei 413. Das ist an den Nano-VNA ein bisschen blöd, also so genau komme ich da einfach nicht hin. Wenn ich mit Marker, es wäre schön, wenn man das hier
anklicken könnte, aber es geht nicht. Das ist einfach nicht so dolle. Aber okay, man sieht 413 ist aber 1,6. Ich kann mal gucken, ob ich 420 und dann Stopp 440, 420, 30, 40, ja, hier wäre 50, also wäre hier in etwa 430 und bei 430, ja, etwas mehr als ein SWR von 2. Ja, also man sieht, man kommt dann nicht so genau an die Zahlen, aber man hat in etwa eine Vorstellung davon, wie der SWR sein würde an der Stelle. Gut, man muss auch sagen, das Gerät kostet so um die 50 Euro. Einige Versionen kosten 60 Euro, einige Versionen kosten unter 50 Euro. Ich habe mir dazu noch die Tasche gekauft, wo man das Ganze schön verstauen kann, da ich es ganz gerne ordentlich verpackt habe. Ja, jetzt würde mich interessieren, wie ihr Nano VNA verwendet oder ob ihr ein besseres Gerät habt für eure Messungen, Antennenmessungen. Ja, schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, wie ihr das Gerät findet, was eure Erfahrungen sind. Das war's dann auch. Bis zum nächsten Mal.